Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, ihr habt sicherlich schon gelesen im Videotitel, heute geht es um Nubila bzw. um den Nubila Marco, das neue Wettersystem bzw. Wetternode. Wir werden in diesem Video das Teil unboxen, das heißt wir packen es aus, wir gucken was drin ist. Danach setzen wir uns zusammen an den Rechner und gucken uns nochmal die Installationsanleitung an und werden auch nochmal einen Blick in die App reinwerfen. Von daher würde ich sagen, wir starten einfach mal rein. Also ich habe jetzt eben schon hier unten aufgeschnitten sozusagen, damit man halt eben keine Zeit verplempern, indem wir irgendwelche Kartons aufschneiden. Das heißt, so sieht das Ding aus, kommt nochmal eine Umverpackung quasi zu euch nach Hause. Und das ist eigentlich schon das Ganze, sage ich jetzt mal. Ja, wir gucken einfach rein. Ich würde sagen, ich mache das Ding mal auf. So ist quasi der erste Blick sozusagen. Das heißt, ihr seht hier, es ist eine Installationsanleitung dabei, also quasi ein Quick Guide, das heißt QR-Code scannen und dann kommt ihr wahrscheinlich auch auf die Anleitung im Medium. Die gucken wir uns, wie gesagt, auch gleich am PC nochmal an. Und ja, das ist quasi so mehr oder minder das erste, was ihr seht. Ja, und da ist auch schon das gute Stück. Das heißt, so ist es hier dementsprechend drin. Das heißt, ihr seht, ihr habt hier zweimal das Halterungsmaterial, einmal für die Solarzelle, die mit dabei ist. Dann habt ihr einmal hier nochmal den Ständer sozusagen für eure Nubila Marke und halt eben hier noch ein bisschen Montagematerial, also Schrauben, Dübel, was ihr dementsprechend braucht dafür. Von daher, es ist im Grundprinzip in diesem Set alles mit dabei. So, wir packen das Teil einfach mal aus. Gucken mal, also das ist jetzt quasi die Nubila Marco oder der Nubila Marco, seht ihr hier. Hier oben habt ihr quasi die Möglichkeit, halt eben die Windgeschwindigkeit zu messen. Das habt ihr sicherlich schon mal gesehen. Ihr seht hier auch dementsprechend das Nubila Branding da drauf. Schauen wir mal hier. Genau, hier habt ihr die Möglichkeit, halt eben das drauf zu schrauben. Genau, hier in dem kleinen Teil, also in der kleinen Wetterstation, also die ist wirklich nicht groß. Ich halte mal als Vergleich ein Messer dagegen. Also das ist ein kleines Kartoffelschälmesser sozusagen. Also ihr seht, so groß ist es nicht. Ich habe gedacht, es ist ein Stückchen größer. Aber ihr seht es hier von der Größe, es ist wirklich nicht groß. Ja, was haben wir noch mit am Start gehabt? Ich hatte es eben schon gesagt, und zwar ist eine Solarzelle mit dabei. Das heißt, ihr seht hier nochmal das Montagematerial. Also hier wird quasi die Solarzelle befestigt und hier auf diesem Teil wird eure Nubila-Station aufgeschraubt. Seht ihr hier, Schrauben und so weiter, ist halt eben alles mit dabei. Und wenn ihr jetzt quasi diesen Dings rausnehmt, also dieses Styropor oder je nachdem, wie man es nennen mag, seht ihr hier. Das heißt, wir haben jetzt hier noch ein Anschlusskabel dabei. Das heißt, ihr seht hier einmal, was in die Solarzelle reingeht, beziehungsweise das kleine Solarpanel. Und scheint ein handelsüblicher USB-C-Anschluss zu sein. Und von daher ist mit dabei, braucht ihr auch. Das bedeutet im Grundprinzip, schließt ihr das auch an. Ihr seht zum Beispiel hier, das ist wahrscheinlich das Ladekabel, was mit dabei ist. Das heißt, damit ihr ganz normal bei der Powerbank das Ding betanken könnt. Und hier ist nochmal ein zusätzliches Kabel dran. Ja, und dann könnt ihr das anschließen und los geht's sozusagen. Ich hole es einfach mal raus. Ich habe, wie gesagt, auch noch nicht ausgepackt, das Teil. Ich habe nur den Karton geöffnet, um halt eben da nicht hier noch rumbasteln zu müssen. Ihr seht hier, ein kleines Solarpanel ist ja, wie gesagt, mit dabei. Das heißt, es versorgt sich selbst mit Strom. Es kann natürlich sein, dass ihr ab und zu mal zwischen tanken müsst, was Strom angeht, weil halt eben momentan auch nicht so viel Sonne da ist. Klar, es ist Winter. Solarenergiebetreiber, Leute beziehungsweise wissen, was gerade Phase ist. Und wie gesagt, das kleine Modul könnt ihr hier dementsprechend mit diesem Teil befestigen, seht ihr hier und könnt es halt eben auch draufschrauben, da wo ihr es halt eben auch befestigen wollt. Ja, wie gesagt, es ist sozusagen alles dabei, was ihr braucht, um bei Nubila sozusagen mitzumachen. Ich hatte es eben schon gesagt, oh, hier leuchtet sogar kleine blaues LED. Wie gesagt, wir gehen jetzt mal rüber an den Rechner. Ich zeige euch da nochmal die offizielle Nubila Aufbauanleitung bzw. Installationsanleitung. Wir gucken uns auch nochmal die App dazu an. Und ich würde sagen, wir gehen rüber an den PC. Ansonsten, ja, wir switchen rüber. Ja, da sind wir jetzt auch schon am PC angekommen. Und wie gesagt, ich freue mich ja auch, dass das Gerät endlich da ist. Ja, also Nubila Marco. Und wir wollen jetzt mal so in die Richtung gehen. Installations- bzw. Aufbauanleitung. Hier nochmal die offizielle Website dazu. Das ist nubila.ai. Hier könnt ihr euch noch mal durchlesen, worum es letztendlich auch geht in diesem Projekt. Die meisten von euch kennen es ja, ist ein Wetternetzwerk ähnlich wie Versa XM, nur halt eben mit dieser Station, also Nubila Marco.
Ja, von daher würde ich sagen, wir starten einfach mal in die Installationsgeschichte rein. Ja, wir brauchen auch hier das Rad nicht neu erfinden. Es gibt nämlich schon direkt von Nubila also ein Installationshandbuch beziehungsweise eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Den Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung unten rein. Könnt ihr euch ganz in Ruhe durchlesen. Nochmal ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Dieser Beitrag ist im Original im Englischen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Browser benutzt, wie zum Beispiel ich hier Google Chrome, Rechtsklick, übersetzen in Deutsch, alternativ übers Burgermenü, also rechts oben in der Ecke, dann habt ihr auch nochmal die Möglichkeit übersetzen, euch die Seite sozusagen dann in Deutsch anzeigen zu lassen. Ist für diejenigen besser, die halt dementsprechend auch mit dem Englischen nicht so gut unterwegs sind. Von daher, ich mache das auch auf vielen Seiten so, ist halt eben einfacher zu verstehen. Genau, ihr seht hier die Nubila Installationshandbuch, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Hier wird nochmal explizit erklärt, wie es letztendlich funktioniert. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Besitz, also vom Besitz von einem Marco. Hier wird nochmal erklärt, was alles drin ist. Also das Marco-Gerät, das Solarpanel, die Montagehalterung, Drehschrauben, Stromkabel, was halt eben alles dabei ist, was ich euch dementsprechend auch vorhin gezeigt habe. Dann seht ihr auch hier nochmal die Schritt-für-Schritt-Anleitung. Bereiten Sie die Installation vor, montieren Sie Montagehalterung etc. Also das geht ja wirklich Schritt für Schritt durch. Hier wird auch dementsprechend auch nochmal erklärt. Mit Löcher bohren, Schrauben rein etc. Und ja, wenn das Ganze fertig ist, sollte das in etwa dann so aussehen. Das heißt, ihr habt eure Nubila Marco sozusagen, daneben eure Solarzelle bzw. das Solarpanel. Und dann wird einfach nur das Netzwerkkabel angeschlossen. Und dann ist man mit diesen Schritten eigentlich schon durch. Ich hatte überlegt, ob ich euch diesen ganzen Schritt auch bei mir mal zeige. Das Ding ist halt eben, wie ihr auch hier im Bild schon sehen könnt, jeder hat andere bauliche Gegebenheiten, jeder installiert das dementsprechend auch woanders. Das heißt, der eine oder andere macht es vielleicht aufs Dach, der andere macht es auf die Hundehütte oder weiß der Geier, wo ihr das letztendlich installiert, ist ja letztendlich auch euer Ding, wo ihr das installieren könnt. Von daher gebe ich euch diese Anleitung hier mit, geht damit durch und das sollte dann dementsprechend auch funktionieren. Also wie gesagt, so extrem schwierig ist es nicht. Nur wie gesagt, der Aufbau bei mir ist natürlich auch anders wie bei euch zu Hause. Von daher muss jeder selbst gucken, wie er es letztendlich macht. Hier sind nochmal ein paar Tipps mit dabei, zum Beispiel, dass das Gerät sauber gehalten werden soll, etc. und so weiter. Also wie gesagt, geht hier das dementsprechend mal durch. Hier sind auch noch FAQs mit drin, hatte ich eben gelesen, wo man halt eben auf einzelne Fragen eingeht. Zum Beispiel, ob ich das auch auf dem Balkon installieren kann, etc. Ja, das funktioniert natürlich auch. Ja, der nächste Schritt. Hier unten haben wir es nochmal. Genau, Marco für Innenräume verwendet werden. Das ist natürlich schwierig. Ist ein Outdoor-Wetter meiner Geschichte. Macht also wenig Sinn, da dementsprechend das drin zu installieren. Nochmal, welche Art von Stromversorgung ist eine Solarzelle dabei. Kann ja trotzdem per USB-Kabel geladen werden. Wie lange hält der Akku? Nähe von Hindernissen. Hier wird auch nochmal erklärt, dass es halt eben am besten ist, wenn mindestens 1,50 Meter über dem Boden das Ganze installiert wird und 1 Meter von allen Objekten entfernt, also Hauswand etc. Aber wie gesagt, ihr könnt es euch ja dementsprechend nochmal in Ruhe durchlesen. WLAN braucht natürlich auch, ist klar, irgendwie muss das Ding sich verbinden. Ja, die Apps dazu, also ich habe gesehen, dass die Seite dementsprechend aktualisiert wurde. Ihr seht hier, es gibt aktuell für iOS und Android-Benutzer die Apps. Ich selber benutze ein iPhone eigentlich, habe aber für meine Deepin-Projekte ein Android-Phone. Das erfahrungsgemäß geht das immer ein bisschen einfacher. Ihr habt direkt die Möglichkeit, wenn ihr diese Seite über den Browser aufruft oder über Smartphone euch die Android-APK runterzuladen. Und dann kann es quasi schon losgehen. Und wie ihr quasi mit also wie ihr euer Nubila connectet oder eurem Marco, hier ist nochmal ein Video dabei mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ich sage es mal so, es ist eigentlich alles relativ gut dokumentiert. Wir gucken aber trotzdem gleich auch nochmal in die App rein, damit ihr es schon mal vorab letztendlich gesehen habt. An dieser Stelle kurzer Shoutout an unsere CryptoStars Telegram Community. Wir haben bei uns einen eigenen Sub-Channel für die Wetternetzwerke, zum Beispiel Nubila, Weser XM oder SkyX. Kommt rein, auch diesen Link packe ich euch in die Videobeschreibung bzw. aus dem Kommentar. Könnt es euch nochmal in Ruhe anschauen, beziehungsweise wenn ihr Fragen habt, könnt ihr Fragen stellen. Die Jungs sind sehr kompetent bei uns in der Gruppe, von daher kommt einfach rein, kostet euch nichts, ihr könnt mitdiskutieren. Ja, Preis, ihr wisst Bescheid, also M-Champion ist unser Partner, was das angeht, aktuell 319,70, mit dem Rabattcode CryptoStars gibt es noch 10% Rabatt. Hier muss allerdings jeder selbst entscheiden, ob man sich so einen Nubila Marco zulegt oder nicht. Ich kann aktuell keine Prognosen abgeben, was das Gerät abwerfen wird. Es ist aber hier dementsprechend so, dass auch ab dem 18. Dezember
das Gerät teurer wird. Das heißt, ab dem 18. Dezember ist es auch teurer als 319,70 beziehungsweise 10% Rabatt gibt es mit dem Code GRITBAZAARS. Aber auch hier, wie gesagt, do your own research. Das ist keine Finanzberatung, Kaufempfehlung oder irgendwas. Aber ich habe meinen Nubila Marco auch dementsprechend aus diesem Shop bekommen beziehungsweise gekauft. Von daher, ja, ich würde sagen, wir switchen einfach mal rüber. Ich mache mal hier das Fenster ein bisschen klein, dann können wir uns das mal angucken. So sieht die App aus nach der Erstinstallation. Das bedeutet, wenn ihr euch die App auf eurem Smartphone installiert habt, sieht das Ganze so aus, kommt ein Nubila Screen, ihr legt euch da ein Konto an, also mit E-Mail-Adresse und Kennwort, relativ easy, ganz normale Anmeldung, funktioniert relativ gut, ihr bekommt eine Bestätigungs-E-Mail. Dann könnt ihr euch anmelden. Also ihr seht jetzt quasi, wenn ihr das erste Mal die App aufmacht, sieht das so aus, beziehungsweise es kommt ein Assistent, wo ihr quasi auch Nubila Marco verknüpfen könnt. Wenn nicht, hier oben auf das Plus draufdrücken, seht ihr dementsprechend hier, dann habt ihr die Möglichkeit, euer Device beziehungsweise Location hinzuzufügen mit Plus, dann wird per Bluetooth gescannt. Die Connection funktioniert per Bluetooth, danach gebt ihr eure WLAN-Credentials ein, eure Location und dann ist das schon onboarded. Dadurch, dass ich ja meinen Marco gerade eben was ausgepackt habe, muss ich natürlich auch die Installation noch durchführen. Wie gesagt, die wird wahrscheinlich anders sein wie bei euch zu Hause. Deswegen, ja, also seht ihr hier. Es gibt natürlich noch Features wie zum Beispiel den Explorer, das zeige ich euch mal hier. Wir werden natürlich nach Palo Alto geworfen sozusagen, aber mich interessiert eigentlich eher unser Bereich. Ich weiß gar nicht, ob es aktuell schon im Browser, also beziehungsweise im Webseiten-Explorer gibt. Ich habe zumindest keinen gefunden. Wir switchen einfach mal zu uns nach Europa rüber, beziehungsweise nach Deutschland, um mal zu gucken, was hier so abgeht. Das seht ihr quasi hier. Wenn man mal ein bisschen reinscrollt, das dauert ein bisschen, ehe die Stationen geladen sind. Ihr seht aber auch hier in Deutschland, es sind schon einige Stationen, beziehungsweise einige Nubilas schon unterwegs sozusagen. Und von daher geht das letztendlich auch seinen Gang, sage ich jetzt mal. Also ich war echt überrascht, wo ich das gesehen habe, dass doch schon so viele Nubila haben. Aber es scheint ja dann doch, ich sag mal so weit, in Ordnung zu sein. Shoutout an dieser Stelle nach Hannover. Es ist leider so, dass wenn ich jetzt hier auf den Explorer klicke, dass der Name vom Gerät nicht angezeigt wird. Oh, jetzt sind wir nach Celle rüber geswitcht. Ich wollte eigentlich nach Hannover. Die eine Station, genau, seht ihr hier. Also es ist so, man kann dem Gerät einen Namen geben und das ist hier der Gerät, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, derjenige, den ich jetzt meine, weiß auf jeden Fall schon mal Bescheid. Und hier seht ihr quasi die Wetterdaten, also ihr seht hier die Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, ihr seht hier den Luftdruck und die UV-Einstrahlung, natürlich das Wichtigste hier auch die Temperatur. Und ja, es ist halt eben so, dass halt eben jede Wetterstation, die quasi hier da ist, wir gucken nochmal als Beispiel, wo gucken wir hin? Hamburg, hier haben wir schon irgendwas, gucken wir mal, wie sieht es hier aus? Hier seht ihr auch nochmal die Wetterstation, müssen wir mal gucken, also ihr habt 2 Grad. Und so weiter und so fort. Ich denke mal, dass ich euch da nicht jetzt das einzeln erklären muss. Gucken wir hier nach Magdeburg. Hier wird es komischerweise angezeigt, Hardys Wetter. Also ich war auch der Meinung, dass hier in Hannover eigentlich müsste das der Gerät sein. Also wie gesagt, wir hatten ja da schon mal drüber gesprochen. Ansonsten seht ihr hier quasi die ganzen Wetterstationen. Was haben wir hier? ADS Sky in Alberstedt, okay. Ja, also wie gesagt, in dem Explorer hier seht ihr dementsprechend die ganzen Stationen und da wird halt eben dann dementsprechend auch eure Station sozusagen mit dabei sein, wenn ihr die dementsprechend geonboardet habt. Ansonsten gibt es hier noch den Tab Rewards. Ich habe ja noch kein Gerät drin, noch kein Device. Und dann gibt es noch den Account, seht ihr hier, da könnt ihr nochmal eure Einstellungen durchführen, eure Einheiten etc. Ja, die Frage ist gekommen, was ist mit den Punkten? Jetzt wird mir wieder nach Palo Alto zurückgeworfen, ja, wie auch immer. Die Punkte werden mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit irgendwann durch ein App-Update einlösbar sein. Das ist jetzt meine Meinung dazu. Also ihr habt ja Punkte bekommen für den Kauf eurer Nubila Marco. Und wie gesagt, seid da mal ein bisschen geduldig. Ich bin mir sicher, dass die Punkte bald eingelöst werden können. Ja, Leute, das war's zum Thema Nubila, beziehungsweise das Unboxing dazu, beziehungsweise die Installationsanleitung. Die wichtigsten Links dazu packe ich euch, wie gesagt, jetzt auch nochmal in die Videobeschreibung unten rein. Guckt es euch an, dann viel Spaß beim Aufbauen und wir hören uns demnächst nochmal, was das Thema angeht. Das war's von mir. Bis die Tage, bis später. Ciao.